Du bist hier der Organisator. Zum wievielten Mal machst du das hier? Das ist schon das 6. Mal hier. Wir machen das einmal pro Jahr. Und wir laden die Gäste aus Deutschland und aus Frankreich. Okay, wie alt ist denn hier überhaupt die Graffiti-Bewegung? Man sieht ja in der Stadt nicht so viel und es ist schon was Besonderes, dieses Festival zu sehen. Wie hat das angefangen in Kirgisistan? Man kann das nicht eindeutig beschreiben, weil es war immer hier eine Art von Graffiti, weißt du, so Kratzerei und so weiter. Und Neo-Graffiti oder moderne Graffiti sind ganz, ganz jung, wahrscheinlich 10, 12 Jahre. Und du warst von Anfang an dabei? Ja. Wie bist du zu Graffiti gekommen? Hast du vorher schon immer gezeichnet oder kam das so? Auf jeden Fall. Ja, ich hab gezeichnet, aber danach kam ich einfach per Zufall, wie alle anderen eigentlich. Ich habe gesehen, ich wollte genau sowas machen, aber ich wusste nicht, wie kann man anfangen, was braucht man dafür, wo kriegt man die Farbe. Dann einfach angefangen. Das mit der Farbe ist eine sehr interessante Frage. Ist es schwer, hier Farben zu bekommen und Caps zu bekommen, die ihr braucht? Also Caps auf jeden Fall. Wir haben keinen Ersatz, also kein Skinny, kein Fett. Wir haben nur ein System, chinesisch Mama Cap, und dazu passen nur chinesische. Okay, ist es sehr schwer damit zu malen oder müsst ihr euch irgendwie mit Tricks behelfen? Eigentlich nicht. Also das ist Gewöhnungssache. Wir haben absolut kein Problem, aber wenn die Leute die ganze Zeit mit deutscher Farbe von hoher Qualität gesprüht haben, dann kriegt man ein bisschen Problem, aber nach 2, 3 Stunden vergeht das. Okay, cool. Wie kam es zu der Kooperation mit den französischen und mit den deutschen Malern? Oh, das ist eine ganz, ganz lange Geschichte. Wir wollten schon ewig die Leute aus Europa hinkriegen, aber das kostet Geld. Das war die Frage. Und einmal habe ich Glück gehabt, in Form von Kulturattaché hier. Die heißt Katrin. Das ist eine ganz, ganz nette Person. Und sie mag Kunst und sie hat erstmal uns unterstützt vor 4 Jahren, denke ich. Dann haben wir so allmählich das entwickelt und entwickelt. Und orientiert ihr euch eher an Europa, also weil ihr Gäste aus Europa einladet, oder habt ihr auch mal Gäste aus Amerika oder aus anderen Ländern? Wir haben von Zeit zu Zeit Gäste aus anderen Teilen von der Welt. Zum Beispiel die Amis kommen manchmal so vorbei, aber auch ganz zufällig. Sie fliegen zum Beispiel nach China und halten hier an, so pennen hier ein paar Tage, dann kennen wir die Leute, lernen die kennen und spielen was zusammen. Aber so gezielt haben wir noch die Leute nicht eingeladen, weil es liegt wieder an Geld. Wir brauchen Geld für Reisen von den Leuten, wir brauchen Geld für Unterkunft und so weiter. Bis vor kurzem waren ja hier noch die Bilder vom letzten Jahr. Und mir fällt auf, wenn ich hier so drüber gucke, dass dieses Jahr alles sehr viel düsterer ist. Ein bisschen, habt ihr irgendwie ein Overall-Konzept oder macht jeder, was er will? Weil letztes Jahr waren sehr viele Babygesichter, sehr viel Love and Peace. Und dieses Jahr ist doch ein bisschen dunkler. Nee, das stimmt nicht. Also wir haben natürlich ein Konzept, aber jeder sprüht das, was er möchte, innerhalb von diesem Konzept. Das Thema von diesem Festival heißt Happy Together. Glücklich zusammen. Naja, also alles, was ihr seht da hinten, das ist einfach die Vorstellung von den Menschen, was das sein kann, Happy Together. Natürlich, es gibt nicht so viele Gesichter, aber ja, das macht nichts. Das war einfach letztes Jahr ein anderes Thema, mehr Gesichter. Dieses Mal nur ein Gesicht, naja. Aber dafür sorgst du, das Quotengesicht. ja, genau. Okay, sehr cool. Was würdest du sagen, wie die Leute hier die Graffiti wahrnehmen? Also die Leute, die einfach hier vorbeigehen und die Bilder sehen, können sie damit schon was anfangen oder ist dann doch irgendwie die Wahrnehmung eine andere als in Europa zum Beispiel? Ich denke mehr positiver als in Europa, denn ich habe schon mal in Europa gesprüht. Naja, das ist auch etwas anderes, weil ihr habt zu viele Spielereien. Wir haben das zum Teil auch, aber nicht so viel, nicht in so einem Massen wie in Deutschland. Aber dennoch, es gibt 2 Arten von Leuten hier, also wie überall in der Welt. Also einige mögen das, die anderen mögen das gar nicht. Okay, es gibt noch eine dritte Art, die versteht das einfach nicht und sie wissen nicht, was müssen sie davon halten. Ja. Okay, cool. Und gibt es denn auch viel Nachwuchs, also junge Sprayer, die zum Beispiel dich fragen, okay, kann ich das lernen von dir oder wo kann ich das lernen, wo kann ich mich sprühen? Es gibt ganz großer Nachwuchs hier und zum Teil eben deswegen machen wir das alles, damit wir die Leute anreizen können und damit wir so alle zusammen treffen können. Es kommen die Leute, die sprechen uns an, dann sagen wir, okay, wenn ihr möchtet was lernen, kommt einfach mit, sprüht mit. Ja. Gibt es denn viele legale Flächen, wo man das eben üben kann?
Das ist eine gute Frage, weil die Frage Legalität und Illegalität hier ist ganz offen. Wir haben viele verlassene Gelände. Das soll eigentlich legal sein, aber das kann auch illegal sein. Je nachdem, wer Inhaber ist und so weiter und so fort. Deswegen eindeutig kann ich nicht sagen, zum Beispiel, dass diese Wand ist legal. Ja, die ist legal, weil die Leute uns zugelassen haben. Aber wenn ich dann danach irgendwann selbst komme, ohne Genehmigung, das kann auch illegal sein. Gibt es denn oft irgendwie Stress mit der Polizei oder mit irgendjemandem, mit irgendwelchen Behörden, die dann sagen, oh, du musst dafür zahlen oder... Also ich habe das nicht mehr, weil ich nicht so jung bin und ich denke, das spielt auch eine Rolle. Denn die Kleinen, die kommen manchmal zu mir an und sagen, hey, wir haben hier Stress mit Bullen gehabt, die haben bei uns alles abgenommen und so weiter und so fort. Das verstehe ich, weil wahrscheinlich die Jungs, die kleineren Jungs, die reden einfach anders. Ich erkläre sofort, das ist legal, das ist Kunst, das ist für die Stadt. Und die Bullen gehen einfach weg. Die machen ein Foto mit mir und gehen weg. Ja. Sehr cool. Also gibt es Hoffnung für die Entwicklung von Graffiti-Kunst hier in Kirgisistan? Was würdest du sagen, welche Timeline gibst du der Graffiti-Kunst, dass sie hier richtig ankommt? Und wo siehst du vielleicht auch stilistische Eigenheiten, die vielleicht Kirgisistan zu was Besonderem machen könnten? Also was Besonderes kriegen wir wahrscheinlich nicht morgen und nicht übermorgen, weil das ist so ein langes Prozess. Und vor allem jetzt, wo wir überall Internet haben, wir machen immer, das ist ein Teil von Graffiti. Also wenn du etwas sprühst, du siehst, was die anderen machen, du machst nach, irgendwo machst du was von sich selbst, aber du nimmst einen Teil davon und davon. Und deswegen, das ist auch ganz schwer zu sagen, dass zum Beispiel irgendwelches Land hat etwas Eigenes. Man kann natürlich im Allgemeinen sagen, zum Beispiel französische Graffiti kann man sofort erkennen. Denn die machen die Backgrounds, ganz schicke Backgrounds. Und sonst, ich weiß nicht, wir haben keinen kirgisischen Stil, wir haben das International sozusagen. Aber das wird sich entwickeln. Auf jeden Fall, wir haben Potenzial, wir haben so viele Leute, die das machen möchten. Und jetzt haben wir Kontakt auch zu unserer Verwaltung, zu der Stadt. Und das gibt uns Hoffnung, ja. Ich habe noch bemerkt, dass du sehr viel Kindergesichter malst, sehr viel in Schwarz-Weiß und so weiter. Wie kommt das? Das ist schon ein bisschen erstaunlich. Ja? Eigentlich ich sprühe einfach Gesichter, nicht unbedingt Kinder. Einfach die letzten 2 Jahre, das war per Zufall, so viele kindische Gesichter. Ich habe gemerkt, ihr kennt das sicher, die Kinder haben echte Emotionen. Wenn sie lustig sind, dann sind sie richtig lustig. Wenn traurig, dann richtig traurig. Und ich habe vor 3 Monaten mein eigenes Baby gekriegt und ich merke das wirklich. Also die haben richtige Emotionen. Ja, ich glaube, an dieser positiven Note beenden wir das Gespräch. Vielen Dank und mach weiter so. Okay, maybe you just introduce yourself and tell us where you're from, what crew, what's your name? Yes, my name is Tourod. I come from Paris, French, and I have a lot of crew. I have 10 crew, in fact. So 17, TJS, DK, DBC, TAP, TIP, and ACC. A lot of. How long have you been doing this graffiti? How long I make? It's 26 years I'm painting. So you're one of the first. You're one of the first ones in Europe to do this? No, I'm the second generation. In fact, in France it started in '84, and I started in '88. How did you start this? I mean, what was your first motivation, inspiration to do this? When I was young, there's the old school. Just behind my school, they have a place where they make big wall with freestyle characters and later. And when I go to school, I see that every week. I see every week the new paint, and it was the motivation to start. In fact. How did you learn this? How did you learn this art? In the beginning, I learned alone. I learned with the tag. I tag only, make some later. And after I learned to draw on the characters and all the technique and progress with that. Do you have a role model
when you say, okay, this is the greatest and I have to be like him or like her? I have a lot of models. In fact, with internet now, you see a lot of new artists around the world. I have not one models, but I see a lot of things, and the inspiration come from a lot of people. In fact. How would you describe your style? Or is your style also flexible? I make the it's 3D style, 3D like the computer work, and I like work without line around the letter, around the characters, and make some volume, and like you can work in the paint some plan, you know. Okay, so how do you come here to Kyrgyzstan? I come with the TSF crew. She called me and say that there a festival in Kyrgyzstan, and I never heard the name of this land. I see on the internet, I see that it was beautiful, and I say, yeah, I like make travel and paint, and you meet some people, you see some country you never go without graffiti, and you make some wall stay, the wall stay, and you move, and some part of you stay, in fact. So how do you like the conditions here? Yeah, it's cool. The weather is cool. The people are very cool. The women are beautiful. The paint is cool. All is cool. Good organization. And no, it's a good country. I like this. Okay, so the Chinese paint is okay for you? It's strong. I say it's very strong because we must have adaptation. Yeah, because we have a lot of different mark in Europe with different style of pressure, and like it's only one style, and you can change the cap, and you must learn and come back at the beginning with the first style of cans. Did you know any of the painters besides the TSF crew? I know the. Did you know them before? The other painters besides the French crew? I know the TSF was coming. Yeah, before we paint some big wall, but the other here, the Dutch, I never see before. Hey, how does it work? This international crew, Kyrgyz and German and French and all together, is it okay, or do you have some barriers and some misunderstandings? The language is difficult, but we explain with the hand, with some with the little how you say draw, if you have problem. And I like because for that this art you can go in every country and meet some people, and directly you have something to speak, or in general you paint directly and meet some people, some place, and explain you where you can find some cans and good place to paint, party. It's for that art for that it's cool to communication or meet some people, I think, around the world. So yeah, the common language. It's like the essential message of hip-hop culture, isn't it? To have a common language all over the world. Yeah, the common language is to express yourself with the colors, with the dance or something. Canalization, yeah, some if you're strong or sad or something, and after it's competition, but art competition. In fact, it's on the wall or on the dance floor or with the mic. So it's peace competition. Did you talk beforehand which design you will make? Sorry. Did you talk with the other artists which design and which part of the wall you paint? Yeah, we have organized each part, but we must change because of the paint or something. But
with the language, it's difficult to explain technique. And when you don't know what make the people, it's difficult to, if you 20 or 50 people, to really organization all the work. So we make the part, and after we make the transition between, and we have a base of the colors from the background, and after put some element together to make the how you say, one line, one directive line. The common design. Yeah. Yeah. Okay. So would you come and paint in Kyrgyzstan again? Yeah. Yeah. See paint, see eat, see the monument, the landscape. Yeah, looks like very beautiful. I don't see it just the 2 days we're here, but yeah, it looks very beautiful country. Thank you very much. Also das hier sind auf jeden Fall die deutschen Vertreter des Festivals. Ich weiß nicht genau, wo ihr herkommt. Jungs, stellt euch mal einfach vor. Bitte. Ich mache Krä 27. Ich wohne gerade in München, komme ursprünglich aus Stuttgart und ja, das war's. Und du gehörst zu einer bestimmten Crew, oder? Ich gehöre zum Far Out Collective und Just Some Letters Crew, ja. Ja, ich male Effig und komme aus Kleve, das ist Nordrhein-Westfalen. Ja, ich freue mich, dass ich am Start bin. Cool. Hi, ich bin der dicke Specki aus Oldenburg, aus dem hohen Norden und ja, wir freuen uns hier zu sein und ja. Ich bin der Jane aus Lüneburg, der zweite norddeutsche Vertreter. Arbeitet ihr normalerweise in Deutschland auch irgendwie zusammen oder seid ihr gerade bunt zusammengewürfelt? Nee, wir haben schon Sachen zusammen gemacht. Das Lustige bei dem Jane und mir ist, dass wir unsere erste Wand eigentlich hier in Kirgisistan zusammengemalt haben. Aber wir hatten schon vorher Kontakt und haben untereinander auch schon miteinander gemalt. Wie kommt ihr hierher? Im Flugzeug. Und sonst? Ja, über den Viktor. Der hat hier irgendwie den Kontakt über den Jane ermöglicht und der Jane hat den Rest geregelt. Wir sind ihm nur hinterhergelaufen. Bis hierhin. Durch den Flieger. Okay, wenn ihr hier ankommt und das Ganze hier seht oder auch so ein bisschen die Szene hier kennenlernt, was fällt euch zuerst auf? Was sind die Unterschiede zu Europa, zu Deutschland? Vielleicht auch von Materialien oder von Gegebenheiten? Das steckt alles noch ziemlich in den Kinderschuhen. Die Materialien, die sie haben, sind halt gar nicht vergleichbar mit dem, was wir in Deutschland haben. Sind alles chinesische Produkte und von der Qualität ziemlich minderwertig, wenn man das so sagen darf. Deswegen verdient das auch eine Menge Respekt, was das hier anbelangt. Also wir sind uns da alle einig, mit diesen Möglichkeiten noch sowas herzuzaubern. Das ist, wie du es, Alter. Den. Das sind die Franzosen, die fallen meistens negativ auf. Ja, ja. Aber wir kümmern uns nach dem Interview darum. Das macht keinen Spaß. Ihr habt doch sicherlich auch in anderen Ländern gemalt. So, was sind da eure Erfahrungen? Ich meine, gibt es so vergleichbare Schwierigkeiten und so weiter, die ihr immer wieder habt? Oder irgendwie besonders reizvolle Sachen, also was euch eben dazu bringt, überhaupt durch die Welt zu reisen, das zu machen? Also ich habe mit den Dosen in Australien auch so meine Erfahrungen gemacht, zwar nicht so heftig wie hier, also da sind die schon so ein bisschen weiter, aber haben auch lange nicht irgendwie den Standard wie in Deutschland. Und ich glaube, im Graffiti ist es halt das meiner Ansicht nach mit das Größte, einfach durch die Welt zu reisen und auch andere Maler zu treffen und mit denen Wände zu malen. Was reizt dich hier? Was mich hier reizt? Einfach zu sehen, wie das, was man in Deutschland verpasst hat, eigentlich hier mitzukriegen, so wie es anfing. So, und als ich vor 2 Jahren hier war, hatte man gefühlte 10 Leute, die hier irgendwas gemacht haben. Jetzt sind es vielleicht schon 30, ich weiß es nicht. Und diese Veränderung zu sehen, das ist schon cool. So, in Deutschland hat man angefangen, da war alles schon am Start und hier nicht. Ja, auf jeden Fall. Und ihr fallt nicht nur deswegen auf und auch weil ihr keine Asiaten seid, sondern auch weil ihr so bunt seid. Also man sieht hier nicht viele Tattoos. Merkt ihr irgendwie so Reaktionen, also dass ihr bunte Vögel seid? Ja, also ich habe ein paar von den Locals hier haben geile Tätowierungen. Ne? Also es geht hier auch ab. Die fahren dann teilweise nach Kasachstan, aber lassen sich dann auch hier tätowieren von dem Einmaler.
Und also qualitativ schon gut, ne? Dass ich jetzt irgendwie schräg angeguckt werde, ja, vielleicht so ein bisschen, ne? Aber vor 2 Jahren hatte ich das noch eher, dass man auf der Straße als blonder, blauäugiger eher wie so ein Alien betrachtet wurde und die Kinder stehen bleiben und mit offenem Mund einen angucken. Aber dieses Jahr hatte ich das jetzt nicht so bemerkt. Auf jeden Fall nicht. Also die Welt kommt zusammen. Habt ihr bestimmt irgendwie Verständnisbarrieren hier mit den Franzosen oder mit den Kirgisen oder mit den Russen? Also hat jeder irgendwie so seine eigene Arbeitsweise vielleicht oder ja, gibt es da viel Stress zwischendurch? Nö, und Verständigungsprobleme mit Händen und Füßen kann man sich immer irgendwo durchwühlen. Und ich selber war jetzt mit den beiden Franzosen, Papi und Milus, schon mehrere Male in der Welt unterwegs und deshalb irgendwie kommt man immer zusammen. Und Schön ist, dass jeder eine Wand machen will und das ist ein Punkt, womit man auf der ganzen Welt Freunde findet. Man findet überall ein Dach über den Kopf und Leute, die mit einem eine Wand machen wollen. So, das ist also der gemeinsame Nenner. Gibt es da eigentlich nicht. Also Victor hat zu mir gesagt, das Thema von dem Festival ist Happy Together. Jetzt habe ich schon ein bisschen mit verschiedenen Leuten darüber geredet, dass so dark doch rüberkommt und dass jeder irgendwie seine eigene Auslegungsweise von Happy Together hat. Könnt ihr über eure persönlichen Konzepte zu diesem Thema ein bisschen was erzählen? Also was jeder von euch sich dabei gedacht hat? Also ich finde, dieses Happy Together ist einfach, dass die verschiedenen Länder zusammenkommen und eine Wand zusammen malen. Ne? Ich glaube, da zählen die Bilder eigentlich, stellen sich da in den Hintergrund, ne? Weil dieses Happy Together ist einfach zusammen eine Wand zu malen. Ne? Ja, also sehe ich so. also ich würde auch nicht sagen, dass die Bilder dafür entscheidend sind. Also wir malen meistens das, worauf wir Bock haben. Und das Zusammenleben mit den Leuten an einem Ort und dieses Miteinander hier heute, also das ist eigentlich das, was Happy Together dann aussagen sollte, glaube ich. Mir ist aufgefallen, dass dieses Jahr Katzen sehr dominant sind. Letztes Jahr waren es Babys, dieses Jahr sind es Katzen. Woran liegt's? Die Katze war eigentlich, oder der eine Kollege hier hatte eine Skizze für eine Katze. Ein Bischcat. Ein Bischcat, genau. Und dann dachte ich mir, weil es 2 Tage sind und ich meistens etwas fixer bin mit meinen Graffiti-Styles, dass ich auch noch etwas Figürliches mache. Und dann habe ich einfach die Katze gespiegelt und in meiner Art und Weise interpretiert. Ja, und die Franzosen haben sich die Katze einfach geklaut. Die haben einfach unsere Idee geklaut. Aber eigentlich, wir können doch nichts anderes außer Katzen. Katzenthema. Das ist eigentlich der wahre Grund. Ich denke, das Happy Together bezieht sich wahrscheinlich auch darauf, dass man die gemeinsame Zeit an der Wand verbringt und gerade beim Graffiti, man kann einen Multiplayer daraus machen, aber jeder macht trotzdem noch sein eigenes Ding. Und dieses Happy Together ist der Austausch, der davor und währenddessen stattfindet. Wir haben wie meistens bei so Events das Konzept, das uns vorgegeben wurde, einfach völlig ignoriert. So, also das Happy Together, müssen wir zugeben, wurde auf der Wand überhaupt nicht aufgegriffen. Aber passt trotzdem, glaube ich. Okay, cool. Gab es irgendwie Diskussionsbedarf, wer welchen Abschnitt malen darf und wie viel Platz er kriegt? Nö, das haben wir vorher eingeteilt, ganz fair, jeder bekommt seine Fläche und das hat auch soweit gepasst, weil hier ist ja genug, ne? Also ja, kurz abgesprochen und das war's. Wie muss ich mir das vorstellen? Teilweise gehen ja die Bilder ineinander über. Sagt man dann, okay, du machst das oder wie macht ihr den Übergang? Schon, klar. Also gerade wenn man von dem anderen vielleicht schon Bilder gesehen hat und weiß, was der für Vorlieben hat, dass man das irgendwie ineinander wirken lässt, damit es ein einheitliches Bild ergibt, auf jeden Fall, klar. Aus der In diesem Fall wird das mit Faustkampf geregelt. Achso, ja. Also ihr schreckt auch nicht vor körperlicher Gewalt zurück. Also untereinander. Das ist auch viel mit direkt live improvisieren. Ne? Wir wissen alle, dass wir es nicht können und versuchen das Beste daraus zu machen. Ne? Okay, super. Die ursprüngliche Hip-Hop-Kultur, die hat ja irgendwie alle diese 4 Elemente zusammen gehabt. Ja? Also Graffiti und Breakdance und Rap und DJing. Wie viel ist noch davon da oder wie wichtig ist euch das? Ey, mach mal Beatbox, ich rap dann dazu. Und du klassische Musik zum Malen, auch gern mal Heavy Metal so. Mit Hip-Hop habe ich nicht arg viel zu tun. Es kann sein, dass es in den 60er, 70er Jahren alles eine gemeinsame Masse war in New York. Kann auch sein, dass es in den 90ern in Deutschland so war. Ich finde, dass Graffiti von der Hip-Hop-Kultur an sich recht losgelöst ist. Das mag hier in Bischkek nicht so sein. Ich glaube, dass es hier noch eine Symbiose bildet. In Deutschland ist das nicht so. Ich finde, dass Elektro oder Rammstein passt einfach besser zu Graffiti, als wenn ich mir den Rap von irgendeinem Hansel anhöre. So. Das ist meine Meinung. So, Ich glaube, das ist auch eine Frage, so, wie lange man das Hobby schon betreibt. Also da ich noch nicht so lange dabei bin wie viele andere, für die Älteren ist es auf jeden Fall dichter zusammen. Und ich finde, so in meiner, auf diesem Level so
ist es halt nicht mehr so ganz dicht beieinander. Ist halt eine Geschmackssache. Ja, man macht, was man mag so. Hier ist ja auch zum Beispiel ein französischer Maler dabei, der seit 26 Jahren tätig ist. Findet ihr auch noch irgendwie so Inspiration oder, keine Ahnung, wollt ihr dann auch noch lernen, wenn ihr hierher kommt und die anderen Maler trefft? Ja, immer. Es ist ein geiler Austausch, gerade wenn man mit verschiedenen Kulturen auch irgendwie zu tun hat und da ist immer ein Interesse irgendwie nach was zu lernen und so. Das hört auch, glaube ich, nie auf. Also das kann man bis ins hohe Alter ich meine, jede Kultur macht ihr eigenes Ding. Ja. Und wenn du nach Brasilien fährst, sieht es komplett anders aus, als wenn du nach Russland fährst oder nach China. Und da ist immer Austausch, es bringt immer Spaß, neue Sachen zu sehen. Und man selber bleibt ja auch nicht stehen. Also wenn ich meine Mappen durchblätter, dann sehe ich zwar, in welchem Jahr ich das gemacht habe, aber es ist eine stetige Entwicklung. Immer. Was ist das kirgisische Element, was ihr mitnehmt für euch persönlich? Gegorene Milch. Ja, genau. Hummus. Ja, das ist super. Vergorene Stutenmilch, sehr lecker. Gerade zum Kater soll es ganz gut sein, ne? Und ja? dass man froh ist, was man für Farben zu Hause hat. Ja, genau. Ich fand die geil vom Handling. Am Ende, ich fand die echt geil vom Handling. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das sieht man auch. Und vielleicht irgendwas Motivisches, was ihr mitnehmt? Vielleicht können wir morgen in die Berge fahren. Mal sehen. Sonst ist es für mich halt schon eher so die russische Ecke. Und ich glaube, ich würde eher was aus den Bergen oder aus der Natur mitnehmen, als jetzt den Plattenbau. Den haben wir in Deutschland teilweise auch. Diese abgefuckten, also was ich wirklich geil finde hier sind einige Wände. So. Damit konnten wir jetzt leider noch nicht arbeiten. Aber also gerade dieses runtergekommene oder das, ja, kaputt ist ja relativ, aber das, was Charakter hat, das, was da schon 20 Jahre steht und einfach danach aussieht und nicht alle 5 Jahre neu gestrichen wird. Ich finde, das macht so ein gewisses Leben aus, womit man, wenn man drauf malt, auch schön arbeiten kann. Entspricht jetzt in unserem Fall nicht, ja, aber ja. Würdet ihr vielleicht diese, wie man da hinten sieht, diese typisch kirgisische oder zentralasiatische türkise Wandfarbe vielleicht in eure Palette aufnehmen? Ich glaube, das ist jetzt nicht so ein neuer Einfluss, dass man sagen kann, dass wir das jetzt aus Kirgisien mitnehmen. Jetzt auf der anderen Seite, man kann auch den Einfluss irgendwie mitnehmen, dass das hier ein bisschen mehr gefördert werden muss, dass mehr Anschluss an unser Netz kommt. Weil hier sind eine Menge Talente und leider beschissene Materialien vorhanden. Und da ist ein Austausch, finde ich, sehr wichtig. Wenn halt irgendwie Tricks weitergegeben werden, die hier vielleicht nützlicher sind als bei uns. Bei uns werden viele Sachen durch Material, durch gute Qualität, regeln sich die von selbst. Aber hier unten ist es noch ein harter Hustle so. Und wie ich schon mal sagte, also das verdient eine Menge Respekt, mit diesem technischen Müllhaufen noch was an die Wand zu zaubern. Die Franzosen haben zum Beispiel ein paar deutsche Qualitätskannen durchs Flugzeug hierher geschmuggelt. Das ist ist ein schöner Punkt. So. Die haben was anderes geschmuggelt. Ja, die Deutschen haben französische andere Waren geschmuggelt. Aber das ist ein Punkt, womit man den Einheimischen hier, glaube ich, wirklich helfen kann. So. Der Markt hier selber ist noch zu klein, dass sich deutsche Firmen dafür interessieren könnten, hier tatsächlich irgendwie durch Import was auf die Beine zu stellen. Bring Caps mit, bring mir ein Blackbook mit, bring mir Stifte mit. Das sind alles Sachen, die sind hier schweineteuer, sich zu besorgen, alleine über den Transportweg, wenn es überhaupt möglich ist. Und es ist klar, dass man sowas dann fördert und das mitbringt, was man mitnehmen kann und das am Ende dann auch hier lässt. Also vor 2 Jahren habe ich am Ende auch den ganzen kleinen Kindern, die angefangen haben, alle möglichen Caps dagelassen, in der Hoffnung, dass es irgendwann Dosen hier gibt, die mit den Caps benutzt werden können. Klar, also ihr seht das schon auch ein bisschen als Auftrag hier. Ja. Entwicklungshilfe. Das ist halt auch eigentlich letztendlich eine Belohnung, ne? Wenn man halt irgendwie etwas da lässt, was andere Leute inspiriert, selber zur Dose zu greifen. Ja, wenn jetzt hier vielleicht in einem Jahr jemand vorbeiläuft und die Wand sollte noch stehen und er denkt sich, das finde ich alles scheiße, aber das ist gut und das würde mich auch interessieren. Je mehr Zuwachs kommt, desto eher besteht die Möglichkeit, an besseres Material zu kommen. Der Organisator hat gestern auch gesagt, dass die Wand hier jetzt erstmal nicht mehr übermalt wird und das ist einfach auch schön zu wissen, dass das Ding einfach ein paar Jahre hier stehen bleibt. So, das ist ein anderes Gefühl, als wenn man in Deutschland bei den meisten legalen Flächen weiß, dass es entweder am nächsten Tag oder eine Woche später wieder weg ist. Ja. Ja, denke ich auch. Schön zu wissen, dass es hier diese Krosserei und diese Wände kaputt gemacht
das passiert hier nicht. Ne? Also ich glaube, wenn hier steht die Wand, dann bleibt die hier stehen und wird nicht kaputt gemacht. Also ist schon schön zu sehen, dass die Leute das auch, oder das fand ich jetzt auch heute am heutigen Tag, die haben sich interessiert und fanden das super. Das ist gut zu wissen. Ja, total. Also auch von außerhalb der Graffiti-Szene, so die Bevölkerung, es kam einfach gut an hier. Das ist super. Vielen Dank euch, Jungs. Und viel Spaß noch. Ja, Kein Problem. So you're a serious guy, right? Yeah, I am. Gangster? Yeah, little. I just killed a little cat, but I try to be a bigger gangster. I learned. Okay, so German guys told me you stole their idea with a cat. So you French guys stole it. Yeah, but the French every time stole the other country, you know. We stole Africa, we stole everyone. It's not a problem. And it's true, we stole their style, but with better style. Yeah. Yeah. So the French culture is essentially stealing. Yeah. We learn when we are kids how to steal to the other countries, the other guys, their ideas, their money, their house, what we can. Yeah. What are you going to steal from Kyrgyzstan? I think we stole Issykul Lake, but don't talk about this. We have little bottle of water and take one by airplane and go. Okay, so Kyrgyzstan is all about Issykul and you know it, and so you're stealing it. Yeah. And next year, if we come back, I think we will steal the mountain. Yeah, we try to manage something for that. Yeah. I heard you share the same hostel as the Germans, so what is it all about the beef between the Germans and the French, war? Oh, we fight. We fight. Every night we fight, but we are French, we win. Yeah. So you have all the pillows? What? You have all the pillows? Yeah, we have all. Yeah. Okay, what about the cans? I think the Germans had mostly black and dark colors, and you had pink. And was there a battle about pink? It's because we are gay, so we paint with pink every time. It's for our community, you know. We are proud of being the first grapher gay. Yeah. So all of the French guys are gay? Oh, all the French guys, yeah. That's why we stole the kids from their country, because we are gay. We can't make kids. So what about all the beautiful French women? Oh, they are gay too. So it's not a problem. Okay. Nico, we gotta go. We gotta go to the bank. I'm driving. Okay. And he's straight? Yeah. It's Victor, it's my master. If I don't go with him, he will kill me. Yeah. Please let me go, please. So, okay, I don't want you to be killed. Have fun. Maybe you find some friends here. No, I don't think so, because I don't like people. I am still alone. I want to be alone, and the people are shit, are bullshit. Because I am the best. Why other people with me? No. I am the best. Could you give me, in French, some straight message, in French? Tu dois voler tes bombes, sinon c'est un peu comme si tu te faisais si tu payais 4 gars pour les vatsa devant ta meuf, et histoire de te la raconter un petit peu. This was gangster? Yeah, it's gangster stuff. Gay gangster? Gay gangster, for sure. It's the well versatile. You know it's me, Crosby, representing TCF. You know what, Guan? Link up. What me say? Aye, them can't stop, we are the chosen few. Them coulda bring them army, you come with them crew. I with them try up this international crew. If them now want feeling, we are gonna send them to school. Them can't stop, we are the chosen few. Them coulda bring them army, you come with them crew. Now with them try up this international crew. If them now want feeling, we gonna send them to school. Check it, we worldwide
like the internet. Rebellious members to society, we a threat. The world's best, music mixes connect. No need to rush, young homie, sit back, relax. From Cape Town City to the streets of Bern. Enough crews that they turn, but I guess it's our turn. We bringing on that brand new flavor unheard. You suckers wanna see us fall, I guess you're absurd. Ay, talk is cheap and action is expensive. We work so hard to get some of your attention. We won't seize, got a lot to achieve. The tongue is like a trigger, duck down when I squeeze, freeze. All you fake wannabes, bound down to the kings, go down on your knees. I see you cold as ice, messing with the chosen few, boy, you gotta think twice. Hey, I see you cold as ice, messing with the chosen few, boy, you gotta pay the price. Them can't stop, we are the chosen few. Them could I bring them army, I come with them crew. I would them drive up this international crew. If them now want to learn, we are gonna send them to school. Them can't stop, we are the chosen